Boah. Tschüss. Jetzt hittet's. Oh, irgendwie ist mir jetzt heiß geworden. Nein? Oh, 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 oh. Wo sind die Wings? Wer bringt die Wings? Ach, Uber Eats. Da ist auch Verlass drauf. Super, superli Wings. Kann man die vielleicht noch marinieren gerade? Das wäre doch nett. Noch angenehm. Sehr freundlich. Danke. Top. Achtung. Hier kommt ein Karton. Schon sitze ich. Elegant wie eh und je. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Hot Ones Germany. Die Show mit heißen Fragen und noch heißeren Wings. Unser heutiger Gast, auf den ich mich sehr freue, ist Schauspielerin, Creatorin und Musikerin und eine der spannendsten Stimmen ihrer Generation. Kyla Scheiks hat schon sehr früh auf der Bühne gestanden, mit YouTube Hunderttausende begeistert, mit ihrer Musik neue Seiten von sich gezeigt und ist trotzdem immer wieder für eine Überraschung gut. Mit über 780.000 Abonnentinnen, ihrer eigenen Modekollektion und einem Plattenvertrag bei Jive Records zeigt sie, wie man als junge Frau zwischen Berlin, Internet und der Musikindustrie seinen eigenen Weg geht. Heute stellt sie sich einer ganz anderen Herausforderung. Scharfem Essen. So. Schön, dass du da bist. Hallo. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Das freut mich schon total. Ich freue mich auch total. Kommst du gut mit scharfem Essen zurecht und was ist das Schärfste, was du je gegessen hast? Also, ich würde sagen, ich komme gut mit scharfem Essen zurecht. Ich feiere scharfes Essen auch. Also ich habe auch so scharfe Soßen zu Hause, macht eigentlich überall scharfe Soße und Chili-Pulver und so rauf. Aber ich glaube, das ist nochmal anders. Ich glaube, hier werde ich chillen. Da weiß ich nicht, wer damit gut klarkommt. Wie war es für dich die letzten Male? Du hast ja schon mal... Ich sag mal so, währenddessen. Okay. Oh, zu Hause dann. Zu Hause war es dann, also ich sag mal so, hat sich nochmal verabschiedet. Ja, und So. das Schärfste, was ich je gegessen habe, das war im Urlaub. Ich war in so einem indischen Restaurant und dann war da so eine Suppe, die sah total toll für mich aus. Und da war natürlich so ein Chili-Zeichen daneben, aber ich dachte so, ja, ein Chili-Zeichen macht nichts mit mir. Erst ab so 3, 4 habe ich Angst. Und dann habe ich die bestellt und der Kellner wollte sie mich nicht bestellen lassen, weil er gesagt hat, die ist zu scharf. Ich meinte, mach das nicht, die ist wirklich sehr scharf. Und ich meinte, nein, nein, die sieht super aus. Und er meinte, wirklich? Und dann wollte ich aus Prinzip bestellen und ihm beweisen, so, ich bin anders, ich kann das, ich schaff das. Und jedes Mal, wenn er vorbeigelaufen ist, habe ich so, so lecker. Und wenn er weg war, habe ich wirklich so, muss ich so schniefen, ich habe gerotzt, ich habe geheult. Es war eine Katastrophe, es war eine Sauerei, aber ich habe die Suppe aufgegessen, ich war eine Kriegerin, das werde ich auch heute sein. Stark. Big Words. So, also es gibt die Tradition, dass wir so ein Stößchen machen. Das ist einfach unsere Tradition. In der Luft. In der Luft. Also fiktiv. Ja. So. Ding. Ding. So. Zum Wohl. Nummer 1. Hm. Machen jetzt erstmal nichts mit mir. Ja, ist auch nichts. Das ist dann Nummer 1. Hätte gerne mehr Soße. Gar nicht mal so viel. Ja, die sind ja mariniert. Mit auch. Ne? Ist es die? Ja. Darf ich mir ein bisschen mehr drauf machen? Natürlich. Ich bitte darum. Ich will so ein bisschen mehr den Geschmack, also weißt du, ich will ein bisschen, weil die hört sich gut an. Hot Tropic, tropikalisch, ganz nett, finde ich super bei Soßen. So, du hast mit 4 Jahren bereits Klavierunterricht genommen und auf Theaterbühnen gestanden. Ne? Gibt's einen Moment oder was ist dein allererster Bühnenmoment, an den du dich zurückerinnerst? Ich glaube, der erste Moment, an den ich mich erinnere, ist, als ich 10 war und ich war im Friedrichstadtpalast. Also so, ich meine auf der großen Bühne. Ich hatte schon so Klavierauftritte, wo ich richtig verkackt habe manchmal. Vor so den ganzen Eltern, als die alle so schick waren und klassisch Klavierunterricht und sowas. Und dann, weiß ich noch, ich habe da einmal richtig verkackt und habe mich dann einfach so in diesen vollen Saal gedreht und habe dann so Ups gesagt. Es war Totenstille und ich wurde richtig rot. Ich habe dann einfach weitergespielt. Also da sitzen so 2900 Leute oder so bei einem ausverkauften Saal. Also schon eine richtig ordentliche Kiste. Und ich war Wahrsagerin und ich war einfach in so einer Plastikblase drin. In so einer Life-Size großen, weißt du, kennst du diese, wo man so drin läuft? Und ich war in sowas drin. So eine riesige weiße Perücke auf. Und ich weiß noch, ich stand so mit dieser Perücke und in dieser Blase
am Rand und habe so rausgeguckt, ganz leicht. Und dann habe ich diesen riesen Saal gesehen und ich dachte, ich kacke mir ein. Habe ich aber nicht. Ich hatte aber auch Angst, dass, wenn ich laufe auf der Bühne, dass ich irgendwie stolpere und stell dir vor, du stolperst in so einer Plastikblase und dann überschlägst du dich und dann fliegst du ins Publikum und dann tötest du jemanden, keine Ahnung. Wenn du so früh angefangen hast, ne, kann ich mir vorstellen, ist das was deine Eltern gesehen haben und dich dann fördern wollten? Oder ist das was, wo die gesagt haben, mach das doch mal? Also meine Mama hat halt schon gesehen, dass ich immer so eine Rampensau war, seitdem ich klein war. Die hat es gesehen. Mit 4? Die hat gesehen. Mit 4. Immer wenn eine Kamera auf mich gerichtet war, ich habe angefangen zu posen, ich habe angefangen zu singen, zu tanzen. Also ich war so richtig, war das einfach schon immer. Character immer. Und deswegen hat meine Mutter das so unterstützt. Also die hat einfach gesehen, ich habe Bock darauf und dann hat die gesagt, komm, dann fahre ich dich halt zu den Castings. Machen wir halt. Ja, nice. Ja, gleich okay. Glück. Ja gut, aber Glück ist auch schön, dass es auch so Sensibilität von deiner Mutter gab, dass sie das überhaupt wahrgenommen hat. So. Also traut euch, Leute. Selbst wenn eure Eltern euch nicht unterstützen, traut euch auch vielleicht einfach selber den Schritt zu gehen. Nummer 2. Nummer 2. Boah, du hast einfach Nummer 1 komplett vernichtet. Stark. Also es gibt auch ein paar eklige Schärfen. Findest du die eklig? Ja, also ich finde die nicht angenehm, also die schmeckt mir nicht. Aber das prickelt jetzt schon. Krass, ist ein Riesensprung von der 1. Also 1 habe ich nichts gespürt, das prickelt. Ja, also das spürst du, aber es schmeckt einfach nicht. Aber das ist irgendwie nur scharf. Ich weiß schon, was du meinst, das hat keinen Geschmack. Du hast ja bei der Mädchen-WG mitgemacht, ne, bei Kika. Ja. Wie hat dich das verändert? Also im Sinne von, war das für dich was du spielerisch einfach mitgemacht hast? Oder war das für dich auch schon so ein gezielter Karriereschritt? So, dass du dachtest, vielleicht könnte das ein Sprungbrett sein? Oder war das eher so, nee, ich nehme das jetzt einfach mal mit und mach das? Nee, das war 100% Karriere. Ich war wirklich mit 13 an meinem Laptop und war so, wie werde ich ein Star? Das stand da auf einem gutefrage.net, stand so, geh zu Castings. Ich habe gesagt, okay, Castings, Berlin Casting, Mädchen, 13. Und dann kam als erste Anzeige wirklich so, die Mädchen-WG, Casting, Berlin. Und ich habe raufgeklickt, zu meiner Mom erzählt und war so, kann ich da mich irgendwie anmelden? Sie meinte, okay, was ist das? Und ich meinte, das ist Kika, ist Kindersendung, ist alles super. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ist jetzt nicht Dschungelcamp. Und sie hat gesagt, okay, mach. Und dann habe ich mich angemeldet und dann hat es irgendwie geklappt. Aber ich habe nicht damit gerechnet, was wirklich alles passiert danach, weil es ist jetzt 9 Jahre später und ich habe halt einfach meinen Beruf darauf aufgebaut, auf dieser einen Google-Suche. Aber ja, es war auf jeden Fall auch gezielt. Das war also, ja. Das ist schon crazy. Ja. Also, dass man erstmal mit 13 überhaupt schon so einen Plan von so einer Richtung hat, das ist schon crazy. War das in deinem Kopf einfach so, das wäre cool, wenn, weißt du, was ich meine? Oder war das für dich schon so greifbar? Wie war das? Das war ernst. Das war nicht so, es wäre cool, sondern ich war so, ich mach das. Ich muss. Yeah, that's what I'm gonna do. Ja. So, du warst entschlossen. Ich war entschlossen. Ich war so, ich muss das machen. Wer war dein Vorbild? So, ich muss schon sagen, Angelina Jolie richtig lange, aber halt so im schauspielerischen Sinne, weil ich dachte, nicht, dass ich war nicht entschlossen, Social Media zu machen, sondern ich dachte, ich mache diesen ersten Schritt im Fernsehen, danach komme ich ins Schauspiel. Und das habe ich eigentlich gedacht, ist dann nicht so gekommen, weil ich dann einen YouTube-Kanal gestartet habe. Also ich Schauspieler trotzdem, aber das ist jetzt nicht mein Hauptberuf. Aber ja, Angelina Jolie war bis dahin so lange mein Vorbild. Und bei Instagram oder YouTube oder so hatte ich nie ein Vorbild, da habe ich einfach immer irgendwas gemacht. Aber es gab für mich keinen anderen Weg. Also du kennst doch diese Kinder, von denen man so sagt, die werden safe berühmt. Und ich habe das auch früher als Kind richtig oft gehört von anderen. Weißt du, dass ich so, ja, die wird safe berühmt und so. Und ich habe immer so gelacht und so. Und ich dachte mir innerlich so, ja. Ja, that's true. Ja, werde ich auch. Ich war so, mache ich auch. Ja, crazy. Ja. Cool. Nice. Ready for Nummer 3. Sehr gut. Den finde ich zum Beispiel mal lecker. Ja, lecker. Total lecker. Sriracha mache ich zum Beispiel fast überall drauf. Ich arbeite mit so einem Typen aus Singapur zusammen an meiner Musik und er hat gesagt,
da ist es so ein Ding, ich weiß nicht, ob es australisch oder Singaporean ist, aber die haben so ein, wie in Deutschland Currywurst, ist bei denen Toastbrot mit Erdnussbutter, Sriracha und Gewürzgurken. Das ist bei denen so ein Ding, was alle essen und alle voll lecker finden. Ich hab's gehört, hab mir gedacht, das muss ich aber mal testen, was der Hype ist. Es ist eines der leckersten Dinge, die ich jemals gegessen habe. Du glaubst es nicht. Sriracha, Erdnussbutter, Gewürzgurken auf dem Toast. Auf dem Toast. Bombe! Total. Ich weiß, es klingt crazy, aber es ist so lecker. Es funktioniert irgendwie perfekt. Es funktioniert perfekt. Sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu Wing Nummer 4. Okay. Oh, warum guckst du so? Ist der böse? Nein. 4 ist ganz entspannt. Okay. Also bis 18 einfach. Du vertraust mir gar nicht, ne? Finde ich nicht so lecker. Ein bisschen zu bitter. Du hast einen Vertrag bei Jive Records. Oh Gott, ja. Deine Songs haben oft so einen verletzlichen Vibe. Kann man so sagen. Verarbeitest du darin auch so ein bisschen was aus deinem Privatleben oder aus deinem... Bisschen zu viel, oder? Also, ich verarbeite das schon einiges. Du hast ja auch öffentlich über Struggles mit mentaler Gesundheit gesprochen. Welche Message ist dir wichtig rauszugeben? So viele Dinge. Also ich meine, Also gerade jetzt jüngere Menschen, ne? Weil es ist ja immer so, also es ist allgemein, glaube ich, große Frage, die du mir hier stellst. Was willst du für eine Message? Also ich rede ja über ganz viele verschiedene Themenbereiche. Ich glaube, so auf eine Message kann ich mich gar nicht beschränken. Ich würde eher sagen, mein Ziel ist es, was auch von Anfang an mich so dabei gehalten hat, YouTube weiterzumachen, ist, dass Mädchen, vor allem Frauen, sich gesehen fühlen in vielen Sachen und man über Dinge redet, über die öffentlich nicht so oft gesprochen wird. Und ich glaube, ich wollte einfach immer Dinge sagen, die ich mal gerne gehört hätte, früher oder später. Aber mir schreiben auch ganz viele Frauen, die älter sind als ich oder auch jünger, dass sie voll froh sind, dass sie mal irgendwas in einem Satz, den ich gesagt habe, gehört haben, weil ihnen das davon jemand gesagt hat. Und ich glaube, als Frauen ist es wichtig, so eine Community zu sein und Erfahrungen zu teilen. Weil es öffentlich nicht so viel gemacht wird in den Medien. Schon mal ein schöner Ansatz. Ja. Okay. Nummer 5. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Genau. Bergfest, ey! Hook and Arrow. Total entspannt. Ja. Die 2 war viel schlimmer als die alle danach. Findest du? Ja. 2 hat irgendwas mit mir gemacht. Sauerkraut und Senf, super. Gefällt mir. Du hast ja auch eine eigene Modemarke. Erinnerst du dich an ein Kleidungsstück aus deiner Jugend, das dich bis heute so geprägt hat? Boah, gute Frage. Ich weiß es. Meine Fake Nikes. Weil ich wollte immer richtig gern so coole Nike-Schuhe haben. Die waren damals so diese, weißt du, so farbige einfach, diese Basic-Ass. Aber wir hatten ja nicht so viel Geld und ich wollte die aber unbedingt haben und dann habe ich mir einfach so Fakes auf dem Bazar geholt. Weißt du? Wir sind Stand Nike drauf oder stand Noke drauf? Es war einfach stand das Nike-Zeichen drauf. Und ich schwöre, niemand hat gemerkt, dass die Fake sind. Aber ich glaube, für die habe ich vielleicht 10 € oder so bezahlt. Heulst du? Nein, ich schwitze nur immer so krass und ich will nicht, dass das, Ach so. Dass das irgendwie reinläuft. Ich dachte, die 5 hat dich schon gekriegt. Nee, also bei mir ist wirklich Schwitzen, es ist auch allgemein warm hier drin. Mich kriegt eigentlich wirklich keine von denen. Ich habe das erste weggefetzt, aber dann habe ich so viel zwischen meinen Zähnen. Dann hast du ein bisschen Angst gehabt, ist nicht so schlimm. Ist okay. Ey, was für Angst! Ja, ist okay. Nee, ist nicht so schlimm. Nee. So nicht. Ja, okay, cool. Ist man eigentlich ein Loser, wenn man einen Schluck davon nimmt schon? Nein, natürlich. Habe ich dann schon verloren? Nein, ich will keinen Schluck von dir nehmen. Kannst du einen Schluck als zuerst nehmen? Nee. Okay, cool. In deiner Musik setzt du auch stark auf Ästhetik. Ne? Wie wichtig ist dir denn visuelle Sprache? Sehr wichtig. An sich. Fast so zu wichtig. Und ich bin auch immer der Meinung, da geht mehr. Ich habe immer das Gefühl, ich könnte noch mehr in meine Ästhetik reingehen und meine Ästhetik noch mehr finden und coolere Sachen machen.
Aber es ist halt auch nicht, finde ich, nicht einfach. Zumindest wenn man alles selber machen will. Ich will immer so über alles Kontrolle haben, alles selber machen. Aber das macht mein Leben auf jeden Fall auch schwieriger. Aber ich gebe mir Mühe. Okay. 6? Nummer 6. Ey, da freue ich mich drauf. Ja, die ist super. Sieht ein bisschen scary aus, aber okay. Nimm ruhig einen kleinen, ist nicht das. Nimm ruhig auch einen großen. Und ess gleich den ganzen aus. Die ist super. Das ist meine Lieblingssoße. Geschmack, super. Bombe. Du hast dir bei einer Show von Montana Black beide Arme gebrochen. Mit Narbe sogar. Meine Kriegsnarbe. Mit doppelter OP und Narkose. Wie ist es passiert? Wie kam es dazu? Und was hast du aus dieser, sag ich mal, extremen Situation gelernt? Oh, irgendwie ist mir jetzt heiß geworden. Echt? Trink doch einen Schluck Milch. Ich habe das Gefühl, ich schwitze. Aber es war nicht mal so scharf. Ich weiß nicht, warum mir jetzt so heiß wird. Ja! Ich mache bei diesem Machtspielchen nicht mit. Ich distanziere mich. Ich bin größer als das. Innerlich. Also ich habe versucht, die Challenge zu dribbeln, weil man musste durch so eine Wand durchboxen. Und ich habe es halt nicht hingekriegt, weil ich halt nicht so stark bin. Mit den Armen nicht? Nee, leider nicht. Und dann wollte ich halt hochklettern und wollte rüber über die Wand. Guck nicht so. Es ist nicht mal so scharf. Ich schwöre, es ist nicht so scharf. Es ist nur sehr heiß hier. Es sind 32 Grad oder so, Leute. Und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser, geht der Text. Genau. Und dann wollte ich rüberklettern. Und dann ist der obere Teil der Wand einfach weggebrochen. Und habe mich nicht auf den Boden geknallt und habe mich mit meinen Armen abgestützt. Und dann lag ich da und ich war so, oh, holy shit, meine Arme sind gebrochen. Ich habe es direkt gemerkt, es war der schlimmste Schmerz meines Lebens. Da habe ich so gesagt, Leute, ich brauche einen Krankenwagen. Und erstmal haben die mir nicht geglaubt, dass meine Arme gebrochen waren, weil ich so entspannt geblieben bin. Aber bei mir, ich gehe in so eine tödliche Ruhe, wenn ich Gefahr spüre, weißt du? Dann werde ich so überruhig und bin so, Leute, bringt mich bitte ins Krankenhaus. Meine Arme sind gebrochen. Und die waren so, nein, da hast du bestimmt nur was verklemmt. Mein Arm war so und ich konnte ihn nicht aufmachen und ich konnte ihn 2 Wochen oder so nicht aufmachen. Der war einfach so in dieser Position, wie ein T-Rex. So, Nummer 7. Du wirkst ja sehr tough. Gibt es eine Unsicherheit, die du so in dir drin hast, die du so mit dir trägst, die man vielleicht aber nicht kennt von dir? Boah, eine. Ich habe so viele. Ich rede ja auch schon ziemlich offen trotzdem immer meine Unsicherheiten. Aber trotzdem sagen Leute immer, ich wirke halt übertrieben selbstbewusst und die glauben mir das auch voll oft nicht, wenn ich so sage, ich habe ein bisschen Angst, neue Leute kennenzulernen oder bei Partys bin ich nicht so sozial, zu sagen Leute immer so, ja, aber ich bin wirklich bin schon eher introvertiert und wenn man mich kennt, also wenn man mit mir befreundet ist, weiß man auch, ich stehe oft bei Partys einfach in der Ecke und rede mit keinem, weil ich mich nicht traue. Und ich habe auch so ein Ding, und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich immer denke, dass mich keiner mag. Ich denke irgendwie, ich glaube, das ist, weil ich in der Schule keine Freunde hatte. Und wenn ich Freunde hatte, haben die mich voll oft irgendwann einfach ausgeschlossen. Ein bisschen traurig, aber ja, ich denke dann einfach immer, dass es wird wieder so sein. Deswegen, also auch wenn ich jetzt mega coole Freunde habe, wenn ich bei Partys bin oder neue Leute kennenlerne, denke ich immer so, die mögen mich safe nicht. Und mich immer überrascht, wenn die mich trotzdem mögen. Ich glaube, das ist eine Unsicherheit. Ich denke, oft Leute mögen mich nicht, obwohl die gar keinen Grund haben. Aber ist dir wichtig, dass Leute dich mögen? Also nur jetzt von deiner Wahrnehmung? Kommt drauf an, wer. Also wenn ich die nicht kenne, dann ist es mir nicht so wichtig. Aber ich glaube trotzdem, der Gedanke hält mich oft davon ab, neue Leute kennenzulernen. Weil ich dann denke, okay, aber ja, was, wenn ich die voll mag und die mögen mich nicht so?
das wäre scheiße. Okay, klar. Ja. Crazy. Ja. Das ist so krass, wie Leute, die laut sind, oft introvertiert sind. Ich bin laut? Ja, also laut im Sinne von, du bist Präsent. präsent. Ja. Genau. Weißt du, was ich meine? Deine Energy ist laut. Weißt du? Ja, aber es ist bei den meisten Creatoren so. Also so, oder auch Schauspieler, Musiker und so. Es ist crazy. Yay. Oh, ich kenne die. Da habe ich ein bisschen Angst jetzt, weil die killt immer alle. Ich weiß, die killt alle immer. Okay, guck mal. Wenn du dich traust, also wenn du dich nicht traust, nicht schlimm. Was redest du? Ich Natürlich mach's auf probiere jeden ich Fall. die. Aber ich traue mich auf jeden Fall, Natürlich probiere ich die. das ganz zu essen. Du kannst natürlich auch nur ein bisschen beißen, wenn du Angst hast. Bäh. Schmeckt aber auch nicht lecker. Ja. Noch ist okay. Boah. Boah. Tschüss. Jetzt hittet's. So, du bist ja super erfolgreich, auch auf YouTube. Ne? Was war deine Inspiration, mit YouTube zu starten und was ist dein Antrieb, um immer noch weiterzumachen? Wenn ich mal hier sitze. Und dieses Spiel spielen kann mit dir. Das war immer mein Antrieb. Das wusstest du schon damals vor 9 Ich Jahren? wusste, es wird passieren. Stark. Wie ist es jetzt für dich gerade mit mir, deinem Vorbild in einem Raum zu sein? Toll, ich finde es total toll und angenehm und je mehr ich rede, desto schlimmer wird's. Willst du Eis haben? Ich habe mit YouTube angefangen, weil Leute nach dem Mädchen-WG gesagt haben, sie fanden mich cool und sie wollen mich weiter verfolgen. Ich habe auf die Leute gehört, ich habe auf die Menschen gehört, ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt. Scheiß drauf, klingt lustig. Und auf einmal ist das passiert. Welche Mädels haben gesagt, dass sie das cool fanden? Mädels um dich herum oder welche? Nee, online, die Mädchen-WG geschaut haben. Ja, auf Instagram wurde mir ganz oft geschrieben. Fang doch mal mit YouTube an. Und dann hast du einfach gemacht. Und dann habe ich einfach den Kumpel von meinem Bruder gefragt, der so schneiden konnte, ob er mir das beibringen kann. Und dann hat er mir ein bisschen geholfen. Und dann habe ich mir den Rest selber beigebracht. Habe dann mit YouTube einfach angefangen. Und dann war es auf einmal auch viel erfolgreicher, als ich gedacht hätte. Und dann war ich so, oh shit. Die meinten es ernst. Die wollen wirklich einen YouTube-Kanal von mir. Und dann lief das Ding. Ja. Aber jetzt sind jetzt 12 Jahre. Nee, 10 Jahre. 12. 10 Jahre. 9. Was treibt dich an, das einfach weiterzumachen? Findest du es cool mittlerweile oder ist das auch eine Art von, dich auszuprobieren, was Neues? Eigentlich, also, ich würde sagen, mich halten einfach die Leute, die mir so schreiben, wie viel ihnen das bringt, was ich mache, weißt du? Das ist so schwer. Also ich habe schon ein paar Mal überlegt, aufzuhören. Aber dann denke ich mir so, oha, dann werden die ganzen einfach da ohne mich. Vielleicht nehme ich mich auch zu wichtig, aber ich weiß nicht. Irgendwie würde ich mich auch schlecht fühlen nach so langer Zeit, weil voll viele verfolgen mich auch seit 9 Jahren. Und Sind mit dir gewachsen? wir haben so eine parasoziale Beziehung und Bindung. Und dann denke ich mir so, als ob ich die jetzt so alleine lasse. Ja, es gibt jetzt aber immer mehr Leute im Internet. Vielleicht lasse ich die mal alleine bald. Wer weiß. Dabei, so wie du dich fühlst auf jeden Fall. Ja, gerade fühle ich mich ziemlich, ja, Gerädert. weil schwitzend, stinkend, meine Pappe brennt, alles. Ja. Und mit dir macht das nichts, willst du mir sagen? Nee, Die 8 macht mit dir gar nichts. ich schwitze noch. Ah ja. Aber ich hab so, ist jetzt auch gut. Hab's jetzt auch mal geschafft. Ein kleiner Biss reicht. Ja, ja. Ein kleiner Biss reicht. Ein kleiner Biss. Ist doch nett. So, dann kommen wir zu 9. 9 wird jetzt Pappelapapp. Papalapap hier. Das wird doch So, nett. so. Du hast öffentlich ja auch über sexuelle Übergriffe gesprochen. Ja. Ne? Was hat dich dazu bewegt, so offensiv mit der Situation umzugehen und dich da auch
dahingehend so krass zu öffnen? Boah, ich hätte noch offensiver sein können, habe ich das Gefühl. Ich kenne Namen. Hier. Männer, die sowas machen, haben es auch mal, also es werden viel zu wenig Männer exposed, die sowas machen. Und die einfach auch Arschlöcher sind und ekelhaft sind. Aber es ist halt so schwer. Weißt du, es ist voll schwer, als Frau darüber zu reden. Und trotzdem denke ich, irgendwie habe ich eine Verantwortung, egal ob in der Öffentlichkeit oder nicht. Es ist so lustig, darüber zu reden, während meine ganze Fresse brennt. Aber jede Frau, die über sowas offen spricht, zeigt anderen Frauen, dass es okay ist und dass man sich trauen sollte. Und je mehr Frauen darüber reden, desto weniger Männer machen es, weil es nicht totgeschwiegen wird. Deswegen will ich einfach Frauen Mut machen und Frauen zeigen, dass man das machen kann und dass es wichtig ist. Keine Täter schützen. Machen wir nicht. Oh. Ja. Sehr wichtig. Ja. Kommen wir mal zum letzten, ne? Es gibt eine Kleinigkeit, Ja. die wir machen können, musst du aber nicht. So, aber wenn du es machst, dann sind wir zusammen. Wenn du es machen möchtest, mache ich es mit dir mit. Dass wir nochmal auf die letzte nochmal einen extra Schuss machen. Um zu zeigen, wir zeigen es euch scharfen Soßen, dass wir viel schärfer sind als ihr. Okay. Ready? Ja. Viel mehr. Ein Schuss. Du kannst auch, guck mal, was wir auch machen können ist, wir machen es hier auf das Brett. Ja? Und dann dippt man. Und dann dippen wir einfach. Okay. Bäh. Nicht so lecker auch, oder? Gar nicht so lecker. Gibt es ein künstlerisches Projekt, was du noch nicht umgesetzt hast, was du gerne umsetzen wollen würdest? Also so, hast du so eine Bucketlist, künstlerische Projekte? Ich bin schon in alle Richtungen so ein bisschen gegangen, die so eine richtige Passion von mir sind und auch schon immer waren. Also Schauspiel, seitdem ich klein war, Musik, seitdem ich klein war, Mode. Kennst du das? Wenn so ein Stück in deinen Hals reinkommt und dann wird es da auf einmal auch scharf. Das ist gerade bei mir passiert. Oh. Ja, bis auf meine Passion für scharfe Soßen habe ich jetzt nicht mehr so eine Passion, die ich noch gar nicht angefasst habe, weißt du? Außer vielleicht so Creative Direction, aber das mache ich halt die ganze Zeit für mich, weißt du? Also das mache ich schon, nur nicht für andere, aber an sich hätte ich auch mega Lust, Musikvideos oder solche Sachen, Fotoshoots für andere zu directen, weil ich habe so immer mega viele Ideen und bin auch so ein sehr visueller Mensch. Wenn ich einen Song höre, habe ich direkt so ein Bild vor Augen. Ich hätte mega Lust, mal für andere Leute auch zu machen. Ja, das ist, glaube ich, noch eine Richtung, die ich jetzt noch nicht so viel gemacht habe. Außer, ich habe ein Musikvideo gemacht, also directed und das Konzept und so gemacht, aber da war ich jetzt noch nicht so viel drin. Das kann ich mir in der Zukunft vorstellen. Wir sind am Schluss angekommen, erstmal. Ja. Du hast es geschafft. Oh, fuck. Tippitoppi. Es ist Tradition hier bei Hot Ones, dass der Gast am Ende nochmal 60 Sekunden bekommt, um Projekte von dir, Dinge, die du promoten möchtest, irgendetwas, was du sagen möchtest, Raum zu geben. 60 Sekunden. Mein neues Album, mein erstes. Darf ich einmal kurz husten? Wurde eklig. Sorry mit Schleim. Wir haben noch 30. Oh, sorry. Ich habe mein erstes Album seit Girl Summer, mein Debütalbum rausgebracht. Hört es euch gerne an, es ist sehr schön. Finde ich persönlich. Sehr viel Liebe, viel Arbeit drin. Ich gehe nächstes Jahr auf Tour im Januar. Wenn ihr das noch nicht wusstet, kommt zur Tour. Wir werden eine gute Zeit haben werden. Lalalala. Danke. Oh, 4 Sekunden noch. Kyla Shikes out. Yay, das war Kyla Shikes. War toll. Danke, dass ich dabei sein durfte. Wie habe ich mich geschlagen? Super. Ja. Das war die Folge Hot Ones Germany. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Jede Woche neue Gäste, neue Folgen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.